scars across his mug. Said to me, let me tell you, son, got a tale for each and every one. Hey ho, it's time to go, and we'll be home, the devil knows. Hey ho, it's time to go away, away, away. That one there above your eye, I crashed a snub and nearly died. That nasty one that splits your lip, barkeep, I forgot to tip. Hey ho, it's time to go, and we'll be home, the devil knows. Hey ho, it's time to go away, away, away. That one there beneath your mouth, got it in a trigger game gone south. Hey! That one there that cleaved your ear, another that I once held dear. Hey ho, it's time to go, and we'll be home, the devil knows. Hey ho, it's time to go away, away, away. That one there across your nose, Trying to change a cooling hose. that one there across your cheek, I got it in a bar fight just last week. Hey ho, it's time to go, and we'll be home, the devil knows. Hey ho, it's time to go away, away, away. Hey ho, it's time to go, and we'll be home, the devil knows. Hey ho, it's time to go away, away, away. Let's get on. Ich mag auch Piraten. Hi! Hey, Tob. Willkommen zu Reaktion auf Inside Star Citizen. Der Tobi ist heute leider verhindert, denn ein Blitz hat seinen Router bzw. die komplette Straße lahmgelegt und dementsprechend bin ich heute alleine. Pirate Day ab dem 20. September. Da gucken wir als allererstes einfach mal rein. Bevor wir jetzt in die Inside Star Citizen Reaction gehen. Es tut mir echt leid, ich bin absolut krank. Ich habe Kopfschmerzen, mein Kopf ist zu alles. Also heute ist echt nett das beste Inside Star Citizen. Ich hoffe, dafür haben wir eine sehr, sehr schöne Folge. Schönes Liedchen zum Anfang. Wir gehen jetzt als erstes einmal kurz auf die ESI-Seite und gucken uns mal an, was wir als Piraten so alles bekommen können in der nächsten Zeit. Ich mache mich direkt mal ein bisschen kleiner. Zack, einmal hier rüber. Die Pirate Week, wie gesagt, vom 20. Da geht das los. Das Liedchen haben wir uns schon angeguckt. Und wir haben eine Menge Sachen. Also wer es noch nicht gemacht hat, es gibt wieder, oder am Mittwoch gab es ja ein Video von mir. Da konntet ihr das Badge für Port Olisar euch holen. Es gibt auch jetzt noch ein Badge, was bald mit 320 dann weg sein wird, das ihr auch nie wieder kriegen könnt. Und zwar das Pirate Aggressor Badge von 2949, glaube ich, müsste das sein. Das könnt ihr nie wieder bekommen. Also haltet euch ran, geht mit ein paar Freunden in den Arena Commander, spielt den Vandal Swarm und den Pirate Swarm. Die beiden Sachen werden nämlich neu aufgelegt, sobald 320 erscheint und dementsprechend auch der Arena Commander neu gemacht wird. Dann könnt ihr nämlich so Schiffe wie hier dieses hier, Moment. Bup, 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 bup. Noch zwei weiter. Sowas hier. Könnt ihr dann kaufen, quasi. Nicht nur zum Pirate Day, das könnt ihr dann quasi immer kaufen. Und dementsprechend macht das schon ein bisschen Sinn. Zusätzlich wird es dann, wenn das neue Badge rauskommt, das 2953er Pirate Aggressor, wird es quasi die Eclipse auch als Piratenvariante geben. Dementsprechend könnt ihr die dann auch immer kaufen. So, also Jumptown wird zurückkommen, wenn die Pirates da sind. Dann gibt es ein Gewinnspiel mal wieder, wo ihr eine Eclipse, eine Starrunner und eine Ares Inferno oder Ion gewinnen könnt. Macht einfach wieder einen Screenshot und dann könnt ihr das da machen. Und es gibt ganz, ganz, ganz viele Skins jetzt quasi auch nochmal neu dazu. Zusätzlich natürlich zu den ganzen Schiffen. Also ihr seht es gibt eine Menge Schiffe, die jetzt derzeit wieder mal kaufbar sind. Und das ist schon, das ist einiges. Alles, was halt irgendwie mit PvP und keine Ahnung was zu tun hat. Die A2 ist wieder da. 2 Schiffe sind sogar im Warbond. Das ist die C2 370 auf 400, glaube ich, oder 380 auf 400. Das bedeutet, ihr könnt da sowas wie eine Valkyrie, glaube ich, gut benutzen, um dann da hinzukommen. Zusätzlich lasst mich kurz überlegen. Zusätzlich die Eclipse selbst. Ja, die müsste auch für 270, 280 irgendwie sowas da sein. Also die könnt ihr dann auch benutzen, um eventuell eine CCU hier zu machen. Hier seht ihr es, die beiden sind
Die beiden sind da. Außerdem haben wir neue Skins, und zwar die Meridian-Skins, die ich unglaublich schick finde. Das ist so schwarz-chrom. Ich glaube tatsächlich, dass ich mir hier diesen Eclipse-Skin einfach holen werde, genauso wie den Ares-Skin. Ich finde die beide sehr, sehr schick. Herkules benutze ich nicht, Mercury benutze ich nicht. Und dann gibt es noch die ganzen Pirate Solar Wind Skins. Und hier die Gladius sieht unglaublich schön aus, da bin ich auch noch am Überlegen. Zusätzlich zur Pirate Week natürlich die Smugglers-Kiste, das Cutlass Black Pirate, der Cutlass Black Pirate Skin, die Avenger und so weiter und so fort. Also ihr habt eine Menge Stuff, den ihr euch mal wieder kaufen könnt. Wollt ihr das? Weiß ich nicht. Ich werde vielleicht ein paar Skins holen, obwohl ich immer sage, Skins ist nicht so das, was ich machen möchte und haben möchte, aber so ein Gladius-Skin hier, der ist schon sehr, sehr schön. Oder hier einen Vanguard-Skin von Solar Wind. Solar Winds, die sind schon sehr, sehr stark. Wir springen jetzt in die Reaction zu Inside Star Citizen. Die wird heute ein bisschen anders ablaufen. Ich werde nicht einfach durchlaufen lassen, weil wir lassen das immer ja im Normalfall durchlaufen. Ihr könnt das dann mit uns zusammen gucken und so weiter. Heute wird es eine ganz normale Reaction, weil ich eben nur alleine bin. Dementsprechend werde ich immer mal anhalten, werde dann direkt was dazu sagen. Und ja, dann wird es halt eine sehr, sehr, sehr normale Reaction. The way that our teams are structured, especially after the Montreal merger with Toby. Heute übrigens Design Brief Cargo Carrier, also Part 1. Part 2 wird dann wahrscheinlich in der nächsten Woche kommen, wo Toby dann hoffentlich auch wieder dabei ist. We decided to combine USPU as well as Montreal PU into NAPU. NAPU stands for North American Persistent Universe. NAPU is the regroupment of 3 different cities. In order to kind of create a super team that gives them a lot of coding firepower as well as design firepower. NAPU is really a collection of people from Austin, from LA, from Montreal. We're all just getting together to try to make some amazing new features for Star Citizen PU. So that includes physicalized cargo, in-game shops, and newer features that we're looking into, such as exploration. We're working on mostly currently cargo and things regarding that. We recently finished Finde ich krass, dass sie quasi 3 Teams zusammenfügen zu einem großen Team. Das ist krass. work on Weil, wird da die Kommunikation stimmen? the Hull C. NAPU was formed in order to work on larger feature sets for Star Citizen, so that those features have the time and resources required to deliver them at the quality level that we want to see. NAPU includes several eine FK, engineers, geil. production, and QA. We have 6 different programmers, actually. We have a few that are in LA, and then we have a few more in Austin. Right now that includes James, Mitch, Kevin, myself, as well as Preston on production and Alicia in QA. Did I say everyone? We have 2, Mathieu and Emma, that are here in Montreal. Yes, I think I got them all. So at this point, a lot of what we're working on is still in the design phase. I would say in the technical design and planning phase, but yeah. There's a lot of TDD. Macht es wirklich Sinn, jetzt nochmal ein Team quasi aus dem Boden zu stampfen, wo mehrere Teams dann involviert sind? Macht das Sinn? Weiß ich nicht. Die werden es besser wissen, aber ich finde, das ist jetzt nicht so das Krasseste, was ich bisher gehört habe. Like technical design document going on, preparing the feature and all the parts. There's a lot of work in that area. The North American Persistent Universe team are currently at the forefront of the next major evolution of cargo, hangar, and related inventory systems. And as their work begins to enter the PU over the next 3 to 6 to 9 months and beyond, all building to what we hope will collectively become a true cargo career, we here at ISC, well, we didn't want to wait to begin telling the story. As much like the engineering and resource management systems of the EU-PU team, this work promises to be utterly transformative to the overall Star Citizen experience. So these next 2 shows, well, they're going to be a bit different than normal. That's because we're not going to have anything to dazzle your eyeballs with just yet. Ja, das ist wirklich, ihr haltet im Moment viel zurück. Ja, das macht einfach keinen Spaß. Also es macht keinen Spaß, derzeit Star Citizen Lives zu gucken. Die letzten Inside Star Citizens waren okay, aber es macht einfach nicht mehr wirklich so den Spaß, wie es sonst gemacht hat.
weil halt wieder alles für die CitizenCon zurückgehalten wird. Und das macht mir keinen Spaß, das macht euch allen keinen Spaß. Also weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Anstatt, dass sie einfach weiter mit dem machen, was sie haben, müssen ja nicht das krasseste Zeug zeigen. Und die CitizenCon muss ja auch nicht übertrieben lang gehen. Ja? Wenn die CitizenCon 4 Stunden geht oder sowas, dann reicht das und dann haben die definitiv genug Stuff, den sie rausbringen können. Aber, na, weiß ich nicht. Yet. Yes, the ISC gameplay capture team, as great as they are, well, we're going to let them take a break this week as we let members of the NAPU team take you through the design and intention of their current work in a 2-part special we're calling Design Brief Cargo Career. Ah, okay. Wir gucken mal. Ich glaube nicht, dass das super krass wird. Dementsprechend, naja, wir schauen. Cargo Career The ist focus natürlich of was super Wichtiges. NAPU in the foreseeable future is going to include features such as freight elevators and instance hangars, as well as persistent hangars. Freight elevators are one of the biggest changes to cargo that we've seen in the entire history of the game. They bring Wir haben noch gar nichts davon gesehen. Ganz ehrlich. Also, ihr habt das schon gesehen, wir haben noch gar nichts davon gesehen. Weil uns noch nie etwas davon gezeigt wurde. Noch nie wurde irgendwas darüber gesagt, wann es kommt, ob es kommt und überhaupt. Und wir alle wissen, wie wichtig das ist und freuen uns halt einfach drauf. bring the feature from being something that's somewhat magical to something that's physical. It adds friction, but also a gameplay experience around hauling cargo in our game. This one addition, I think, is going to change not just cargo, but also the way that we interact with everything else in the game. Ja, klar. Inventory, player items, purchases, ship items. Klar, je mehr physikalisiert wird, desto besser. It's a fundamental change to how players are going to deal with the world. Freight elevators are going to be implemented as an access point inside of player hangars. Where the player can interface with cargo to get it ready to put it on their ship. And you'll use a kiosk to interact with the freight platform in order to call things up from your inventory or to put things into your inventory. The way that the freight elevators are going to Es wäre echt schön, wenn ihr ein bisschen was davon zeigen könntet. Nur ein bisschen was. Dieses Gelaber haben wir auf der CitizenCon schon genug. Also auf der CitizenCon werden wir auch voll gelabert, da wird wenigstens ein bisschen was gezeigt. Aber hier, es wäre echt schön, wenn mal so ein bisschen was davon gezeigt werden würde, weil das zeigt mir jetzt gerade, dass die noch kein Stück davon haben. Die haben in der Theorie, haben sie es durch, deswegen ja auch dieses PU, Dingsbums, Persistent Team, was da gegründet wird. Nur die Theorie ist wieder fertig. Und das ist etwas, worauf die ganzen Hauler, die ganzen Leute, die wirklich Hauling betreiben wollen, seit Jahren gefühlt drauf warten. Und das ist so schade. Es ist so schade, dass die einfach keinen wirklichen Gameplay-Loop haben. Der Gameplay-Loop besteht aus 3 Klicks, fliegen, 3 Klicks, fliegen, 3 Klicks, fliegen. Und das ist kein Gameplay-Loop. be implemented is actually using the same technology as we use for the cargo grids in the ships. Players will be using their tractor beams in order to detach things from the platform and then haul it onto their ship, and vice versa. They'll be using the tractor beams in order Das heißt, dass wir Tractor Beams wieder auf Plattformen und Stationen nutzen können. to detach things from the cargo grids and put them onto the freight platform. I think that this is going to make the whole experience feel a lot more tactile and organic, as well as there's a lot of fun and interesting gameplay around just how you stack things, how you sequence them, take a group of people, decide how you're actually going to load things together. It's like that time that you go and move with a U-Haul and your friends, you got to figure out where to put the couch, but in-game. It's going to be figuring out where do we take that big box, where do we put the ship items, where do we put the guns, and try to sequence it in a way that's both optimal as well as, I think, fun. We don't just want to have the feature, Ja, aber also, das ist ja jetzt nichts Neues. Sie erzählen ja schon wieder nichts Neues. Sie erzählen einfach uns denselben Wisch, den sie eigentlich schon mal dazu gesagt haben. Vor 3 Jahren. exist in a void. Really what we want to try and do is work with the whole scope of the game to support cargo. So this is something for outposts, for UGF, where we want to look at how do we really take advantage of cargo in these spaces. However, it does mean that the outposts will also support the same manual loading process that the hangars and those other locations use. Ja, und So- wird es auch direkt einen NPC geben, der das beim Beladen hilft, den ich anheuern kann, oder muss ich das alleine machen? Weil wenn ich alles alleine machen muss, stellt euch mal vor, ihr kauft 500 Kisten für eine Caterpillar oder 600 für eine, wie heißt das Ding, Hercules C2, oder ihr kauft 4000 Kisten für eine Hull C. Wie lange willst du denn da beladen? Also da muss schon
da muss hoffentlich schon mal ein bisschen Gehirnschmalz verwendet worden sein, um das auch schon ein bisschen anzugehen. Weil das ist ja fürchterlich. Ich habe immer gedacht, dass die Raft da einen riesen Stein ins Rollen bringt, wenn die kommt, die kann beladen und so. Aber irgendwie, so wie sie es anhört, machst du das alles per Hand. Not only are you participating in cargo, in a hangar, in a station, but out in the verse as well, at an outpost. Ja. And while freight elevators will be available throughout locations in the persistent universe, much of the work involved in manually loading and unloading your vehicles will always involve your hangars, which presented the team with some unique challenges to address and overcome, starting with the next iteration of instanced hangars. Okay, das ist gut. Instanced hangars solve a Auch wenn er jetzt wieder. Also, ja, du brauchst eigene Hangar, eigene instanzierte Hangar, weil ansonsten kommen da Leute rein und klauen dir alles direkt weg. Und das wiederum ist aber dann gut, weil die Tractor-Beams nur da dann funktionieren, wahrscheinlich in einem instanzierten Bereich. Aber trotzdem, wenn ich 4000 Kisten kaufe, die werden erstens nicht in irgendwas reinpassen und zweitens, wie lange soll ich denn laden? Also jetzt, wenn ich eine Salvage, mit meiner Reclaimer Salvage, die 4 Kisten, die aus den beiden Dingern rauskommen, das dauert mir schon 1 Minute ungefähr, bis ich 4 Kisten sortiert habe in dem Schiff. Ja, und jetzt muss ich außerhalb von einem Schiff in ein Schiff reinlaufen, ja, ich muss ja da erstmal reinlaufen oder ich werfe erstmal alles so grob in die Richtung vom Schiff. Das macht ja keinen Sinn. Ich muss ja wirklich da reinlaufen und die Sachen dann be- und entladen. Da dauert ja jede Kiste 30, 40 Sekunden. Ja, also, puh. particular problem. How do we Ich have meine, in der Orga geht das dann wieder besser, klar, aber die Hauler sind eher alleine für sich, was ich so bisher mitbekommen habe. people spending an extended period of time in their hangar loading cargo now that we've added these freight platforms, but also allow the locations to have traffic coming in and out of the landing zones. What we're doing here is decoupling the access to a hangar from the occupancy. And all that really means is that we can dynamically create these hangars at runtime, and they're kind of set aside for players to spend time inside of. Without getting too much into it, right? You're gonna have a personal space. We're just looking at ways Ich meine, wir haben ja bei jedem Schiffskauf haben wir einen persönlichen Hangar dabei. Also irgendwann müssen die ja auch mal integriert werden. that a lot more players can do this simultaneously. We don't want to have a big choke point of everybody trying to load their ships and unload and all Aber trying to do. Heißt das, wir werden jetzt Ladebildschirme kriegen? Das hört sich für mich so ein bisschen nach Ladebildschirme an, weil ich fahre mit meinem Elevator, fahre ich in diesen instanzierten Bereich. Das bedeutet ja, dass der instanziert für mich geladen werden muss. Also ist der Elevator jetzt ein Ladebildschirm. Ein gut versteckter, aber er ist einer. So hört sich das gerade für mich an. Fände ich persönlich ziemlich scheiße. Also dann lieber, okay, wir haben 10 Hangar auf einer Station und wenn die voll sind, sind die voll. Dann haben die Leute halt gelitten. Dann müssen sie woanders hinfliegen. Also, verstehe ich nicht. Das persönlich finde ich nicht so geil. Ja, okay, instanziert, dann kann man sich nicht so angreifen, kann sich nicht das Zeug klauen und so, aber finde ich nicht gut. Do that in the same space. So we have instanced hangars as a way Außerdem, to. Entschuldigung, ich muss die ganze Zeit unterbrechen. Außerdem ist es doch dann auch so, dass wenn ich auf einer Station bin, wo sehr, sehr viel gekauft und verkauft wird, dass da auf einmal 30, 40, 50 Hangare gespawnt werden, ja, instanziert gespawnt werden, die gar nicht in diese Station eigentlich reinpassen würden. Stellt euch mal vor, da parken 5, 6, 7 Halsies in so einer Station. Das geht, dafür ist überhaupt kein Platz. Also, To put you in an area where you can feel comfortable, you can take the time that you want to load or unload Du musst your dir cargo, Zeit nehmen. and really engage in that system the way that you choose. And so you can actually have your personal space to deal with cargo inside a hangar. And depending on your ship, there'll be different situations and different locations for that. But the thing with this one is that when you leave, things gonna basically go away. Once you want to leave, you'll just make a request to ATC, and the hangar will move into place. We'll open up the doors and you'll be able to leave. And then the same thing when landing, you make a request to ATC. The system will allocate the space for you, open the hangar, and you can land. For the players, it will hä? Heißt das, dass die Hangar jetzt auch Aufzüge werden? Dass ein Hangar ein Aufzug ist, der sich verschieben kann? Zu einer Hangartür und so? Hä? Das macht überhaupt keinen Sinn. Finde ich persönlich absolut nicht gut gerade. Finde ich null gut. seem seamless. But underneath the hood, the system itself is going to be maintaining
a representation of where all the players are, what requirements are needed, without having a bottleneck for players who are actually just trying to play the game otherwise. Warum redet ihr denn von Bottleneck? Bottleneck, ey, ihr sagt doch immer, wir planen jetzt schon für die Zukunft. In der Zukunft werden nicht alle Leute in Stanton rumgammeln. Macht doch so einen Schwachsinn nicht. Es gibt 10 Hangar, wenn die voll sind, sind die voll, dann haben die Leute halt Pech. Ich versteh das nicht. Dann müssen die zu einer anderen Station, müssen woanders was einkaufen, müssen in ein anderes System reinspringen oder sonst irgendwas. Wir haben am Ende 200 Systeme. Also es kann doch nicht sein, ihr könnt doch nicht damit rechnen, dass 30 Milliarden Spieler die ganze Zeit in ihren Hangaren rumdödeln. Dann ist es halt so. Voll ist voll. Ich verstehe es nicht. And then we have persistent hangars. Persistent hangars are kind of an evolution of instant hangars. And really what it is it's our first step. Das ist cool, weil das sind unsere eigenen Hangar dann wahrscheinlich, die Persistent Hangar. Das ist cool, da haben wir dann in unserem Ding, keine Ahnung. Aber auch das ist, ja, ist halt schwierig. Ist halt schwierig. Hier, ihr seht hier ein Sofa, Sitze, Billardtisch. Gibt's hier irgendeinen Spoiler von irgendwas? Große Kisten, noch größere Kisten, Gladius, eine Prospector mit ganz vielen Kisten, Corsair. Ja, weiß ich jetzt. Also, die Persistent Hangar, ja, die müssen irgendwie reingeladen werden, weil man ja irgendwie seine eigenen hat, aber ich verstehe das ganze System noch nicht. Vielleicht kann mir das irgendeiner erklären. Schade, dass der Toby nicht da ist, weil der könnte mir erklären, warum das so ist. Der wüsste das besser, weil ich find's wirklich blöd. Kind of an evolution of instant hangars. And really what it is it's our first step towards real player ownership in the game beyond ships. The cool thing is that you'll be able to put your stuff in it, come back to it, and it's still gonna be there. It's just whatever the player wants. Klar, genauso wie nach einem 30k auch meine Reclaimer nicht 70 Kisten verloren hat. Ist still there. Ja, Heartbeats und so. Wants to keep inside Wird their bestimmt gut hangar, klappen. that's their home. They can just leave Sorry, them lie around. ich bin krank und deswegen bin ich sehr, sehr motzig. Ja, ich bin sehr, sehr motzig. Ich habe Gliederschmerzen, ich habe Kopfschmerzen, ich habe Nase zu. Alles bei mir ist ganz, ganz schlimm heute. Und deswegen bin ich ein bisschen motzig und deswegen bin ich sehr schwierig eingestellt, was gerade den Hype angeht für sowas, weil ich A, weiß, dass das hier noch mindestens 2 Jahre dauern wird, weil die jetzt erst das Team gegründet haben und B, naja, Assistance und so. They can arrange them Wenn es fertig ist und es klappt, dann wird's geil. Also wenn das fertig ist und es klappt, dann wird es mega geil. Also muss ich nichts zu sagen, das wird geil. Want, be it weapons or cargo or dead corpses or whatever. Very, very long term. I have no clue of any dates or anything, but you'll be able to customize it and upgrade it so it becomes bigger. You can have bigger ships in them. And maybe at some point even having them like at distant location, you could buy a second one. For now, it's going to really be on your own location. It's persistent to you and your character. Auch schwierig, ne? Dass es dann bei der Home Location ist. Warum? Also, ja, dann ist es ja noch blöder quasi, weil im Pyro wird es keine Home Location geben. Die meisten Leute wollen im Pyro aber ihren Lebenssitz haben. Das wird es ja da nicht geben. Weil das wird ja nach Pyro kommen hier. And you can invite friends to your hangar. You can load up your ship. You can take the haul from your mission, out of your ship and distribute it to your buddies. So persistence of hangars is really important. Wichtig This ist das is definitiv. going to be developed more in the future, and we're going to use the same technology that we're using to build this for other things in the game, such as player hubs. And it's a real, I think, exciting way for the players to feel like they have a more permanent place. Ja, man hat halt einfach so seinen eigenen Platz, in dem man Sachen laden kann. Also ich würde auch gerne manchmal einen Platz haben, wo ich einfach so eine Reclaimer entladen kann. Da lege ich es dann rein und irgendwann, wenn ich es verkaufen will, dann packe ich es halt um und so. Das wäre schon ganz cool und ich verstehe den Sinn dahinter schon, aber ich weiß nicht, okay, wir haben jetzt instanzierte Sachen, da wollten sie eigentlich nie hin, glaube ich. Place in the game that they can call their own. I can't help but notice the ISC gameplay capture team snuck some conceptual visualization in there after all. What can I say? They love what they do. And of course, I'd be remiss if I didn't say that everything you're hearing about today is the current intention of the design team at the time that we film this. Now, as with all things you see and hear about on any ISC, it's always a work in progress.
and may, and often will, continue to evolve as development progresses and concepts are tested. Now, so far in our design brief Also 2 Jahre, wie ich gerade gesagt habe. cargo career, we've talked about how you'll move and store your boxes. So let's find out more about what happens inside those boxes going forward. With 320, we introduced a new packing system that allows us to use a larger set of box sizes. Right now, that includes 1 SEU, 2, 4, 8, 16, 24, and 32. However, with this new version of Cargo coming out subsequently, we're gonna be adding the ability to have. Redet jetzt schon davon, dass sie mit 320 das rausgebracht haben. In welcher Welt lebt er denn gerade? Ey, 320 ist noch nicht mal auf dem Markt. Also, what we call inventory container boxes. Inventory actually plays a big part of Cargo as well. When you look at the sheer scope of number of boxes and, you know, a number of weapons and armor and FPS entities that we have in our game, we really want to make sure that not only is Cargo physicalized, but that inventory has a proper location and place as well. If you go to Port Tressler and you hit I, you'll bring up the player inventory screen, and you'll see that, okay, I have my access to Port Tressler inventory no matter where I am standing in the station. That's going to go away. This is very important because what it means is it gives the players a way to transfer in a very clean and effective way all of the loose items that you collect during gameplay. das ist auch gut so. A big change that's coming up is going to be having properties for those boxes. So that could be something like a box that's fragile, or a box that could be radioactive, or that needs to be kept cold. The other thing we're looking at with Cargo and Cargo boxes is the ability to store large items in your Cargo boxes. This could be anything from a ship weapon to even smaller vehicles like gray cats. Das ist cool. That way when you're going with your friends, you're going to do a long haul across the verse, you can have these larger boxes filled Das ist ziemlich cool. to the brim with as many ship weapons as your ship is going to carry. Anything that you think you want to take with you and hold on to, now you can put them in an inventory container box, snap them into the cargo grid, and haul it. Ich finde es so witzig, wie er now sagt. Eben hat Jared noch gesagt, hey, dauert noch alles. Und er sagt jetzt schon now, so als ob das für die schon alles. Sag doch nicht so, rede doch wie Jared. Das ist schwierig. Das ist schwierig, euch da zu folgen. Wenn der eine sagt, das kommt erst in 2 Jahren und der andere sagt, ja, das ist jetzt schon bei uns drin. Into your ship. Additionally, you'll be able to take those to the freight platforms in order to put them into your inventories. So it gives a kind of universal way to haul things around in the game, as well as a way for players to be able to Ich weiß auch nicht, warum sie diese Köpfe immer noch so feiern. pirate player inventories now. Könnt ihr bald wieder kaufen zu Halloween. Now that you have these goods that are locked up together in these inventory containers, it just takes a tractor beam in order to carry them off. So it gives a lot of gameplay possibilities for us to have. Das ist wirklich, with ja, these das ist loose wirklich items. cool. Aber, also das A ist lot of wirklich these cool. Da gibt's things kein will Aber. tie into Kein Aber. missions Das ist cool. and where you decide to place them on your ship. So we're really trying to make sure with Cargo, it's not just a wide system, but that we're actually adding these kind of elements to help further gameplay, missions, and purpose. You guys had the week off. This is a design brief show. It's talking and it's intent, and none of this stuff is ready to show yet. Don't you want a week off? Your stuff's so weird anyway. Just no weird stuff for Cargo Grid. Back to the spaceship. We have some additional changes that we're going to be making to the cargo grids that allow them to have. Kann die Reclaimer endlich Sachen im Grid auch stapeln? Im Salvage Processing Raum? Any sized item attached into them. At the moment, we have effectively one kinds of items that attach to the cargo grids. Those are the cargo boxes.
and they all have a similar size step on the dimension. And what I just mean by that is they're all what we call 1 SEU length multiples on each side. We're going to have it to where anything can attach to the cargo grid as long as it's a physical item in the game. Anything that you can grab with that tractor beam that can. Ihr könnt doch nicht sagen, dass die Halsi, Haldi und Haldi der größte Carrier im Spiel wird. Ich sehe eine Hal-I mit 800 Furies dran. Das sehe ich jetzt schon. What the fuck? Reasonably snap into place will be able to snap into place. And this is a requirement just to satisfy the inventory changes that we're making now that you won't have this kind of magical access. But it also, I think, broadens the horizons about what your cargo grid and all of your ships can be used for. I think it'll also open up a lot of fun gameplay around just figuring out how to arrange all these things in a way that works well. Ja, definitiv. So yeah, that's part 1 of our talk about Design Brief Cargo Career. Also, wie gesagt, ich finde, ich lasse Jared gleich zu Ende reden, aber ich finde, dieses Instanzierte finde ich nicht so gut, weil sie eigentlich immer sagen, ja, wir planen ja auch schon im Voraus und so, und irgendwie fühlt sich das nicht im Vorausplanen an, sondern so ein Step wie jetzt das Inventory-System, was wir derzeit haben, mit I hast du halt ein Inventar. Das Letztere, mega gut. Mega gut, aber weiß ich nicht, ob man alles an alles snappen kann. Weil dann kannst du eine Hal-I, kannst du eine Caterpillar dran heften oder sowas, das weiß ich nicht. Next week, we'll be back with changes to vehicles and location inventory, larger cargo item support, kiosk changes, the item bank, and even unique item recovery. So come on back and get the full scope of things next week. And as testing and fixing continues on Alpha 320 over on the PTU, with the latest additions to Arena Commander and the Persistent Universe heading your way, you can check out the RobertSpaceIndustries.com website or launcher for details on when that releases. For Inside Star Citizen, I'm Jared Huckabee. Thanks for letting us share the process of game development with you, and for indulging us in these mostly visual-free design brief shows. And we'll see you all here for part 2 next week. Okay. Okay. So, bam. Gehe ich nochmal kurz groß. Kommt da noch was? Da kommt nichts mehr. Ich lasse es einfach nochmal so ein bisschen durchlaufen. Ja, wie gesagt, also ist okay gewesen, die Folge. War jetzt nicht super, super, super weird und schlecht, so wie ich es am Anfang vermutet habe. Aber trotzdem, wann? Also das hier ist wirklich jetzt so eine Frage des Wanns, weil ich will auch Hauling machen, und wenn ich Hauling mache, dann will ich es auch richtig machen. Und kommen dann die NPCs gleich mit und so weiter und so fort. Das sind halt Fragen, die jetzt da gestellt werden sollten und müssen. All in all sah es ganz cool aus. Ich lege mich jetzt ins Bett, weil ich habe so Kopfschmerzen. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Abend, Tag, wann auch immer ihr das Video guckt. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.